Deutsch lernen durch Hören. Ja, bitte? Hallo, ich bin Herr Langer. Ich wohne direkt unter Ihnen. Oh, hallo. Was gibt es denn? Ich habe ein Problem. Wie ich täglich höre, haben Sie einen Hund. Ja, den Max. Er ist noch ganz jung. Was ist denn das Problem? Sobald Sie das Haus verlassen, fängt Ihr Hund an zu bellen und zu jaulen. Und das geht stundenlang so. Er hört erst nach Stunden damit auf. Ich ertrage diesen Lärm nicht mehr. Sie müssen da unbedingt etwas tun. Was? Das wusste ich nicht. Das tut mir sehr leid, Herr Langer. Besorgen Sie sich doch bitte einen Hundetrainer. Ich habe die Lärmbelästigung bisher noch nicht an den Vermieter gemeldet. Aber wenn sich die Situation nicht bald bessert, bleibt mir keine andere Wahl. Ich bin seit einem Jahr Rentner und lese am Vormittag normalerweise ein gutes Buch. Seit Ihrem Einzug konnte ich kein einziges Buch lesen, da ich keine Ruhe finde. Das verstehe ich. Bisher hat keiner der Nachbarn etwas gesagt. Ich werde mich schnellstmöglich darum kümmern. Allerdings kann ich morgen nichts dagegen tun. Mein Mann hat Frühschicht und ich bin auch nicht da. Können Sie den Hund nicht bei Freunden oder Verwandten lassen? Ach, wir sind erst vor 2 Monaten hierher gezogen. Wir kennen hier leider noch niemanden. Aber das ist eigentlich eine gute Idee. Ich werde einen Hundesitter für Max suchen. Dann ist er nicht mehr allein zu Hause. Wissen Sie, ich mag Hunde ja, so ist das nicht. Aber der Lärm macht mich wahnsinnig. Wie groß ist der Max denn? Warten Sie, ich hole ihn mal. Ach, wie süß. Du bist ja noch ein ganz kleiner Kerl. Ist er denn schon stubenrein? Ja, das ist er. Wissen Sie was, Frau Kanzler? Bringen Sie den Max doch morgen einfach zu mir, wenn Sie gehen. Ich passe auf ihn auf. Ich habe viel Zeit und er ist nicht allein. Bis Sie einen Hundesitter für ihn gefunden haben, kann er tagsüber bei mir bleiben. Ja, das ist ja fantastisch. Vielen Dank. Welchen Gefallen kann ich Ihnen dafür tun? Oh, da wüsste ich schon etwas. Meine Frau hat früher immer einen wundervollen Apfelkuchen mit Zimt gebacken. Seitdem sie vor 2 Jahren gestorben ist, habe ich den nie wieder gegessen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ach, das mache ich gerne, Herr Langer. Ich habe noch ein Rezept von meiner Großmutter. Das wird Ihnen gefallen. Sehr schön. Dann sehen wir uns morgen. Einen schönen Abend noch. Danke nochmal. Den wünsche ich Ihnen auch. Oh, guten Tag, Herr Tilki. Guten Tag, Frau Steinert. Ich habe Sie und Ihre Frau seit über 2 Wochen nicht mehr gesehen. Wo waren Sie denn so lange? Wir waren im Urlaub. Und? Waren Sie wieder bei Ihrer Familie in der Türkei? Ja, wir haben wie jedes Jahr meine Familie besucht. Wir sehen sie so selten. Meine Mutter freut sich immer sehr, wenn wir kommen. Sie ist leider zu alt und schafft es nicht mehr, so lange zu fliegen. Verstehe. Hatten Sie denn wenigstens schönes Wetter? Hier hat es die letzten Wochen ja ständig nur geregnet. Oh ja, wir hatten strahlenden Sonnenschein und 25 Grad. Wir waren jeden Tag am Meer. Es war sehr schön. Das ist natürlich sehr praktisch. Sie haben ja sicherlich bei Ihrer Familie übernachtet. Ja, genau. Meine Eltern haben ein großes Haus direkt am Meer. Dort wohnen wir immer mit ihnen gemeinsam. Dann bezahlen Sie ja quasi nur die Flüge hin und zurück und können 2 Wochen Urlaub machen. Richtig. Als Gegenleistung bringen wir meiner Familie immer sehr viele Geschenke mit. Sie freuen sich immer über elektronische Geräte. Dieses Mal haben wir ein Tablet mitgebracht. Dann können wir jetzt auch mit Ihnen per Live-Chat kommunizieren. Das ist doch super. Und was gibt es hier Neues? Haben wir irgendetwas verpasst? Oh ja, das haben Sie. Das junge Paar im 2. Stock ist ganz plötzlich wieder ausgezogen. Was? Die sind doch vor 3 Monaten erst eingezogen. Das ging aber schnell. Hat es Ihnen hier nicht gefallen? Soweit ich weiß, haben die beiden sich getrennt. Und keiner von beiden wollte die Wohnung alleine behalten. Die ist zu groß. Oh, das ist aber schade. Sie wirkten immer so verliebt und harmonisch. Naja, wer weiß, was passiert ist, wenn die Wohnungstür zu war. Ich habe die beiden öfters streiten hören. Nun ja, vielleicht ist es dann ja besser so. Wie geht es eigentlich Ihrem Mann?
Der hatte doch so große Probleme mit seinem Rücken. Schon viel besser, danke der Nachfrage. Er war oft bei der Physiotherapie und es ist schon fast wieder wie vorher. Er soll das jetzt noch ein paar Wochen machen und dann regelmäßig zur Rückenfitness gehen. Das klingt doch fantastisch. Es freut mich, dass er keine Schmerzen mehr hat. Ja, endlich können wir wieder unsere regelmäßigen Spaziergänge durch den Park machen. Das war ja gar nicht mehr möglich. Meine Frau wollte auch unbedingt mal mit ihr in den Park gehen. Vielleicht können wir ja mal zusammen in den Park gehen, wenn Sie möchten. Sehr gerne. Heinz kann Ihnen zu jeder Blume und jedem Strauch im Schlossgarten den Namen sagen. Ich bin immer ganz begeistert davon. Das würde mich sehr interessieren. Ich kenne all die Namen der Blumen nur in meiner Muttersprache. In Deutsch kenne ich sie noch nicht. Dann kommen Sie doch am Samstag einfach mal mit. Es soll endlich einmal nicht regnen. Das machen wir. Wann gehen Sie denn immer los? Nach dem Mittagessen, also gegen 13 Uhr. Dann holen wir Sie am Samstag um 13 Uhr ab. So, Frau Steinert, ich muss jetzt aber auch los zum Einkaufen. Wenn man aus dem Urlaub zurückkommt, ist ja der Kühlschrank immer leer. Ja, da haben Sie recht. Dann einen schönen Tag noch. Das wünsche ich Ihnen auch. Frau Fischer, schön, dass ich Sie gerade treffe. Hallo, Herr Hahn. Was gibt es denn schon wieder? Ich habe heute Morgen meine Wäsche im Trockenraum aufgehängt. Da ist mir aufgefallen, dass dort schon seit einer Woche ein alter Sessel von Ihnen steht. Wann haben Sie denn vor, den endlich zum Sperrmüll zu bringen? Herr Hahn, den Sessel möchte ich gar nicht zum Sperrmüll bringen. Ich habe doch extra einen Zettel hinterlassen, dass ich den Sessel für 2 Wochen in den Trockenraum stellen muss, weil ich mein Wohnzimmer renoviere. Da hat aber kein Zettel gehangen. Außerdem ist das ein Trockenraum zum Wäschetrocknen und kein Möbellager. Herr Hahn, ich habe das vorher mit dem Hausmeister besprochen. Er hat gesagt, dass das kein Problem ist. Das kann ja nicht sein. Der Sessel steht genau unter meiner Wäscheleine. Deswegen kann ich also dort, wo der Sessel steht, keine Wäsche trocknen. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Benutzen Sie doch gern eine meiner Wäscheleinen, solange mein Möbelstück im Weg steht. Dann haben Sie genug Platz. Und er kommt ja nächste Woche wieder weg. Wir haben bereits die Wände tapeziert und gestrichen und müssen nun nur noch den Boden verlegen. Dann stellen wir den Sessel wieder ins Wohnzimmer. Na gut. Aber künftig stellen Sie Ihre Möbel in Ihren Keller. Aber natürlich, Herr Hahn. Einmal Bulette mit Pommes und Ketchup, bitte. Gern. Zum Hieressen oder zum Mitnehmen? Ich esse hier. Das macht 5 Euro, bitte. Klar, hier. Vielen Dank. Lassen Sie es sich schmecken. Danke. Hey, darf ich mich zu dir setzen? Alle anderen Plätze sind voll. Ja, klar. Setz dich. Sag mal, sind wir nicht in demselben Bioseminar? Stimmt. Ich erinnere mich an dich. Ich habe mal eine Frage. Du sprichst mit einem Akzent. Woher kommst du? Ich komme aus Spanien. Ich bin dort geboren und erst seit einem Jahr hier in Deutschland. Aber Deutsch sprichst du schon länger, oder? Ja, vor etwa 2 Jahren habe ich die ersten deutschen Wörter gelernt. Weil du wusstest, dass du hier studieren willst? Nein, ich habe am Strand in meiner Heimatstadt ein Mädchen kennengelernt. Sie war Deutsche und hat mir ein paar Sätze beigebracht. Ich war von der Sprache so fasziniert, dass ich dann angefangen habe, über das Internet Deutsch zu lernen und mir viele Filme in Deutsch angesehen habe. So habe ich nach und nach immer mehr gelernt. Verstehe. Und wie kommt es, dass du nun hier in Wuppertal bist? Das Mädchen vom Strand, Julia, sie war damals auf Rucksacktour durch Europa. Sie wohnt auch hier in Wuppertal. Als sie nach 6 Monaten wieder zu Hause angekommen ist, hat sie mir eine Postkarte geschickt und mich eingeladen, sie einmal zu besuchen. Das habe ich dann auch getan. Wow. Und dann bist du einfach hier geblieben? So ähnlich. Ich war begeistert von Deutschland und den Möglichkeiten, die sich mir hier geboten haben. Ich bin 2 Wochen geblieben und habe mich dann von Spanien aus auf ein Stipendium an der Uni hier in Wuppertal beworben. Und das hat tatsächlich geklappt. Also bin ich umgezogen und lebe seitdem bei Julia in der WG. Ach, cool. Aber hast du in Spanien keine Familie? Was haben die dazu gesagt, dass du weggehst? Meine Mutter ist leider schon vor vielen Jahren gestorben. Aber mein Vater hat mich unterstützt. Ich wollte schon immer Medizin studieren.
Und die Möglichkeiten sind hier in Deutschland viel besser. Also hat mein Papa für mein Flugticket nach Deutschland gespart. Er steht voll hinter mir und ist sehr stolz. Das mit deiner Mutter tut mir leid. Das muss es nicht. Es ist schon über 10 Jahre her. Sie war leider sehr krank. Willst du deshalb Medizin studieren? Ja, genau. Ich möchte Menschen helfen und Leben retten. Und dank meines Vaters habe ich die Chance dazu. Das klingt toll. Besuchst du deinen Vater oft? Nein, leider nicht. Ich habe zwar neben der Uni einen Job in einer Bar, aber dort verdiene ich nicht genug, um mir ein Flugticket zu kaufen. Ich habe meinen Vater seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Aber ich spare so gut ich kann. Wenn ich weiterhin am Wochenende Extraschichten mache, kann ich nächstes Jahr nach Spanien fliegen und ihn wiedersehen. Darauf freue ich mich schon. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Dann könntest du deinen Vater noch dieses Jahr besuchen. Vielleicht zu Weihnachten. Aber Weihnachten ist doch schon nächsten Monat. Wie soll das funktionieren? Ganz einfach. Ich bezahle deinen Flug. Was? Wieso solltest du das tun? Weil ich es kann. Du musst wissen, dass meine Familie sehr viel Geld hat. Ein Flugticket nach Spanien ist da kein Problem, Ruben. Ich schenke es dir. Zu Weihnachten sollte jeder bei seiner Familie sein. Sieh es einfach als Weihnachtsgeschenk. Das kann ich nicht annehmen. Doch, das kannst du. Es wäre unhöflich, das abzulehnen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ein Dankeschön reicht mir. Danke, danke, danke. Ich bin überglücklich. Gern geschehen. Ich buche das Ticket direkt online. Nicht, dass du es dir anders überlegst. Volkshochschule Kassel, Sie sprechen mit Frau Schumann aus dem Sekretariat. Guten Tag, mein Name ist Karin Pfingst. Guten Tag, Frau Pfingst. Was kann ich für Sie tun? Ich habe mir im vergangenen Monat Ihre Ferienangebote im Internet angesehen und meine Familie und mich zu mehreren interessanten Kursen angemeldet. Heute habe ich die Anmeldebestätigungen nochmals gesehen und mir ist dabei aufgefallen, dass ich zum Beispiel meine Tochter Emily zum Schwimmkurs in der ersten Woche angemeldet habe. Dieser findet auch nochmal am Mittwoch statt, aber gleichzeitig ist der Chorworkshop. Sie kann ja nicht an beiden Kursen gleichzeitig teilnehmen. Was mache ich denn nun? Oh je, das ist ja ärgerlich. Haben Sie die Kursgebühren schon bezahlt? Ja, mein Mann hat bereits letzte Woche alle Kursgebühren an Sie überwiesen. Verstehe. Dann schaue ich mal kurz nach, wie ich das Problem lösen kann. Einen kleinen Moment. Ah ja. Der Core-Workshop findet aber jetzt auch am Donnerstag um 15 Uhr statt. Das ist eine neue Gruppe. Würde das Ihrer Tochter passen? Perfekt, das würde passen. Sehr gut. Dann nehme ich die Reservierung für Mittwoch raus und füge sie dafür am Donnerstag ein. Ist erledigt. Sie bekommen dann nochmals eine neue Anmeldebestätigung. Vielen Dank. Gern geschehen. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Ja, ich habe noch ein weiteres Problem. Dann erzählen Sie mal. Vielleicht kann ich es genauso schnell lösen wie das erste. Das wäre schön. Mein Mann Rüdiger hat am Dienstag der 2. Ferienwoche einen Karatekurs bei Ihnen gebucht. Dieser sollte eigentlich um 17 Uhr stattfinden. Allerdings haben wir gestern einen Anruf erhalten, dass dieser Kurs aufgrund der wenigen angemeldeten Teilnehmer ausfällt. Wir haben den Kurs aber letzte Woche bereits bezahlt. Ich schaue mir das kurz an. Ah ja, da haben Sie recht. Der Kurs wurde wegen zu geringer Anmeldungen abgesagt. Es gibt aber in der ersten Ferienwoche ebenfalls am Dienstag um 17 Uhr einen Karatekurs, der besser besucht ist. Dort wäre für Ihren Mann auch noch ein Platz frei. Super. Würden Sie meinen Mann dort eintragen? Natürlich. Ich habe Herrn Rüdiger Pfingst eingetragen. Sehr gut, vielen Dank. Eine letzte Bitte habe ich noch. Ich habe für meinen Sohn Felix für beide Wochen jeweils freitags einen Englischkurs gebucht. Allerdings hat er in der 2. Ferienwoche nun an diesem Freitag Fußballtraining. Können wir seine Anmeldung für diesen Tag stornieren? Ja, das ist kein Problem. Ich lösche die Anmeldung für Felix. Möchten Sie das bereits gezahlte Geld zurücküberwiesen haben? Oder sich für Felix oder auch ein anderes Mitglied Ihrer Familie einen neuen Kurs aussuchen? Ich würde gern noch den Klavierunterricht besuchen. Ich habe in meiner Jugend viele Jahre Klavier gespielt, es leider aber irgendwann aus Zeitmangel nicht weiter verfolgt. Ich hatte diesen Kurs bereits auf Ihrer Internetseite gesehen und das ist doch die Gelegenheit. Mal sehen, ob ich nach so vielen Jahren alles vergessen habe. Vielleicht sind Sie überrascht, wie viel Sie doch behalten haben.
Dieser Kurs findet in beiden Wochen jeweils Dienstag statt. Für welchen darf ich Sie eintragen? Die 2. Ferienwoche wäre mir lieb. Ich habe Sie eingetragen. Kann ich noch etwas für Sie tun? Vielen Dank. Muss ich zum Klavierunterricht etwas mitbringen oder ist alles vor Ort? Wir haben voll ausgestattete Musikräume. Sie brauchen also nichts mitzubringen. Sehr schön. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Dann viel Spaß in Ihren Kursen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Das wünsche ich Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Spielzeugparadies Berlin, Sie sprechen mit Frau Schulz. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Yilmaz. Ich war gestern bei Ihnen im Laden und habe Weihnachtsgeschenke für meine Kinder gekauft. Ich habe Ihren Aushang gesehen, dass Sie für das Weihnachtsgeschäft noch Aushilfen suchen. Ist das noch aktuell? Ja, wir suchen noch dringend nach Unterstützung. Das Weihnachtsgeschäft läuft hier immer sehr gut. Super. Über welchen Zeitraum muss man arbeiten? Das Weihnachtsgeschäft beginnt Anfang November und hält bis Mitte Januar an. Für diesen Zeitraum brauchen wir noch Mitarbeiter. Gut. Und von welcher Arbeitszeit sprechen wir da? Das kommt darauf an, wie viel Sie arbeiten möchten. In Teilzeit oder Vollzeit? Ich würde gern Vollzeit arbeiten. Das ist super. Solche Mitarbeiter suchen wir immer. Und die Arbeitszeit verteilt sich auf Montag bis Samstag, richtig? Genau. Sie haben dann 2 Tage pro Woche frei, aber wahrscheinlich wird das nicht der Samstag sein. Vor allem am Wochenende läuft der Laden sehr gut. Das ist kein Problem. Und wie sieht es mit der Bezahlung aus? Sie verdienen zwischen 2.460 und 3.428 Euro brutto. Das klingt sehr gut. Welche Unterlagen benötigen Sie von mir? Eine Kurzbewerbung mit Lebenslauf reicht aus. Am besten bringen Sie die Unterlagen zu mir persönlich. Dann kann ich sie direkt an meine Chefin weiterleiten. Darf ich fragen, ob es danach eventuell die Möglichkeit gibt, auch fest übernommen zu werden? Wenn Sie gute Arbeit leisten, werde ich das bei der Chefin anmerken. Es ist schon passiert, dass Aushilfen danach auch hier bei uns geblieben sind. Okay, ich mache meine Bewerbungsunterlagen direkt fertig und bringe sie Ihnen heute noch vorbei. Super. Ich bin bis 18 Uhr hier im Laden. Das schaffe ich. Bis später, Frau Schulz, und vielen Dank für Ihre Hilfe. Sehr gern, Herr Yilmaz. Bis später. Bis später. Hallo, Frau Bauer. Sie habe ich ja lange nicht gesehen. Wie geht's Ihnen denn so? Ach, nicht so gut. Ich hatte letzte Woche einen Arbeitsunfall und habe mir dabei das rechte Handgelenk gebrochen. Ach du Schreck. Wie ist das denn passiert? Ich arbeite doch in einem Restaurant als Köchin. Einem meiner Mitarbeiter ist eine Flasche Öl von der Arbeitsplatte gefallen. Er ist schnell einen Eimer und Wischer holen gegangen und genau in diesem Moment kam ich in die Küche und bin auf dem Öl ausgerutscht. Dabei bin ich mit meinem Handgelenk an den Herd gestoßen. Ich bin ins Krankenhaus gegangen und dort wurde dann der ganze komplette rechte Arm geröntgt. Und der Arzt hat dann festgestellt, dass mein Handgelenk mehrfach gebrochen ist. Ich wurde also direkt operiert und nun habe ich diesen Gips und muss 6 Wochen zu Hause bleiben. Das tut mir sehr leid. Ich wünsche Ihnen gute Besserung. Das ist lieb von Ihnen. Vielen Dank. Wenn Sie Ihre rechte Hand nicht benutzen können, dann können Sie ja auch gar nicht Auto fahren. Ja, das stimmt. Ich muss nun vorerst alle Wege zu Fuß erledigen. Vor allem das Einkaufen ist sehr anstrengend. Mensch, Frau Bauer, sagen Sie doch etwas. Ich fahre jeden Samstag mit dem Auto ins Kaufland. Dann nehme ich Sie doch gerne mit. Das wäre doch gar kein Problem. Oh, das klingt fantastisch. Können Sie mich morgen dann direkt mitnehmen? Ich muss unbedingt einkaufen gehen. Mein Kühlschrank ist fast leer. Und Katzenstreu habe ich auch keins mehr. Aber das ist immer so schwer. Mein Sohn, der Timo, trägt Ihnen das auch gerne nach oben. Der ist noch jung und kräftig. Das ist kein Problem für ihn. Oh, vielen Dank. Das würde mir sehr helfen. Gar kein Problem, Frau Bauer. Das machen wir doch gern. Ich finde, dass sich Nachbarn gegenseitig helfen sollten. Wer weiß, vielleicht kommt man selbst auch mal in so eine Situation. Da freut man sich doch dann auch, wenn einem geholfen wird. Da haben Sie recht. Wann wollen Sie denn morgen losfahren? Ich bringe Mia morgen früh zu ihrer Freundin. Die beiden wollen eine Pyjama-Party machen. Ich denke, dass ich gegen 10 Uhr wieder zurück bin. Dann können wir eigentlich direkt einkaufen gehen. Oh, um 9 Uhr habe ich einen Termin bei der Physiotherapie. Das ist gleich hier vorne an der Straße. Ich denke, dass ich gegen 10:30 wieder zu Hause bin.
Geht das auch noch oder ist Ihnen das schon zu spät? Nein, das ist kein Problem. Ich richte mich gerne nach Ihnen. Ich habe den ganzen restlichen Samstag nichts vor. Vielen Dank. Sagen Sie mal, ich habe mir vorhin vom Bäcker ein wenig Kuchen geholt und bereits Kaffee gekocht. Ich wollte nur schnell zum Briefkasten gehen. Hätten Sie vielleicht Lust auf einen Kaffee und ein Stück Kuchen zu mir zu kommen? Ich freue mich immer über Gesellschaft. Ja, sehr gerne. Ich gehe nur schnell hoch und bringe meine Taschen nach oben. Ja, ich sehe schon. Waren Sie shoppen? Ja, die Kinder wachsen einfach so schnell. Nun steht der Winter vor der Tür und die Hosen sind zu eng. Die Ärmel aller Pullover zu kurz und die Winterschuhe vom letzten Jahr passen auch nicht mehr. Also habe ich beide Kinder einmal komplett neu eingekleidet. Das war wieder ein teurer Spaß. Das glaube ich Ihnen gern. Dann bringen Sie mal in Ruhe alles nach oben. Ich warte mit dem Kaffee auf Sie. Vielen Dank. Bis gleich. Bis gleich, Frau Hansen. Hallo, Marika. Hallo, Steffen. Schön, dass ich dich erreiche. Ich hatte es heute Vormittag schon mal probiert. Ja, das habe ich gesehen. Aber da war ich unterwegs. Das macht ja nichts. Du wolltest, dass ich dich zurückrufe. Was gibt es denn? Ich wollte hören, wie es dir so geht. Gefällt es dir in Österreich? Ja, es ist wundervoll. Ich kann mich nicht beschweren. Das klingt sehr gut. Wie hast du dich eingelebt? Naja, ich bin ja erst seit 2 Wochen hier. Aber alle sind sehr nett. Ich habe mich mit ein paar Mädchen aus meinem Jahrgang angefreundet. Sie wollen mir an diesem Wochenende mal ein wenig die Stadt zeigen. Ich habe ja noch nicht viel gesehen, seitdem ich hier bin. Oh, Wien ist wunderschön. Ich habe dort schon oft Urlaub gemacht und kann dir einige Orte empfehlen. Danke, das ist lieb von dir. Aber ich schaue erst mal, was wir uns am Samstag ansehen. In welchem Bezirk wohnst du denn? Ich habe eine Wohngemeinschaft in Floridsdorf gefunden. Die Wohnung ist nicht weit weg von der Donau. Manchmal setze ich mich ans Ufer, um zu lernen. Das klingt wundervoll. Und wie läuft deine Ausbildung bisher? Soweit ganz gut. Wir haben unseren Ausbilder kennengelernt und haben 3-mal pro Woche Berufsschule. Die anderen 2 Tage arbeiten wir im Hotel. Es ist sehr luxuriös und nobel. Das hatte ich mir gar nicht so vorgestellt. Naja, es ist ja auch ein 5-Sterne-Hotel. Hast du denn schon eine berühmte Person oder einen Schauspieler als Gast gehabt? Nein, bisher nicht. Aber meine Kollegin sagte mir, dass zum Wiener Opernball immer ganz viele berühmte Leute hier im Hotel wohnen. Ich bin schon ganz gespannt. Aber denk dran, dass du als Hotelmanagerin professionell bleiben musst. Natürlich, da hast du recht. Ich werde daran denken. Und deine WG? Wie ist die so? Echt schön. Wir wohnen dort zu dritt und jeder hat ein großes Zimmer. Außerdem 2 Bäder und eine riesige Wohnküche, in der wir immer alle gemeinsam kochen, quatschen und lernen. Sind die anderen beiden auch Auszubildende? Susanne studiert hier in Wien. Und Anna macht eine Ausbildung zur Köchin. Lustigerweise auch im Melia Vienna Hotel. Wir fahren morgens immer gemeinsam zur Arbeit. Ach, das ist ja ein lustiger Zufall. Aber dann bist du wenigstens nicht allein. Das freut mich zu hören. Ich hatte mir Sorgen gemacht, dass du nun ganz allein in Wien sitzt und niemanden hast. Keine Sorge, Steffen. Ich komme hier sehr gut zurecht. Aber ich finde es sehr lieb von dir, dass du dir Gedanken machst. Naja, ich muss ja ein wenig auf meine kleine Nichte aufpassen, wenn sie einfach in die Ferne geht. Ach, Steffen, ich bin 18 Jahre alt und schon lange nicht mehr klein. Für mich wirst du immer die kleine Marika bleiben. Ach, Marika, ich wollte noch was fragen. Ich habe noch ein paar Urlaubstage und mein Chef möchte, dass ich sie bald nehme. Also habe ich mir gedacht, ich besuche dich. Janina will auch mitkommen. Sie hat noch 1-2 Wochen Zeit bis zur Eröffnung ihres neuen Restaurants. Ich finde, es ist Zeit für eine kleine Stadttour. Das ist keine schlechte Idee. Hey, da seid ihr ja endlich. Ich warte schon seit 15 Minuten hier. Ich dachte schon, ihr kommt nicht mehr. Sorry, Jonathan. Wir sind zu spät losgefahren und dann haben wir keinen Parkplatz gefunden. Ja, ich war vorher noch beim Sport und habe dort die Zeit vergessen. Ist meine Schuld, tut mir leid. Naja, ist da kein Problem. Aber ihr hättet mir eine Nachricht schicken können. Da hast du recht. Und was machen wir heute? Eigentlich wollten wir ja ins Kino, aber ich fürchte, der Film hat schon angefangen. Also fällt das aus. Ja, aber es läuft zurzeit nichts, was mich interessieren würde. Dann lasst uns doch zur Eisdisco gehen. Ich habe vorhin auf Facebook gelesen, dass in der Eissporthalle heute Party ist. Das wird bestimmt lustig. Was? Eislaufen? Das kann ich überhaupt nicht. Und es ist doch saukalt da drin. Ach, so schwer ist das nicht. Ich zeig dir, wie es geht
und du hältst dich fest, okay? Das ist wie Rollschuhlaufen. Das haben wir doch schon mal gemacht. Ich weiß nicht. Ich habe eigentlich keine Lust, heute auf meinem Hintern zu landen. Ach komm schon, das wird lustig. Und wenn es dir wirklich gar keinen Spaß macht, dann gehen wir wieder, okay? Na, jetzt geht's aber los. Und wenn du immer in Bewegung bleibst, wird dir auch nicht kalt. Na gut, ich kann es ja mal probieren. Genau. Ganz langsam die Füße bewegen. Das sieht doch schon super aus. Dann können wir doch direkt unsere erste Runde machen. Ich weiß nicht. Ihr bleibt aber bei mir, ja? Klar. Ich fahre direkt neben dir. Wenn du willst, kannst du dich auch an mir festhalten. Nein, lieber nicht. Ich muss mein Gleichgewicht finden. Also los, fahren wir eine Runde. Und? Ist es so schlimm? Nein, es ist ganz lustig. Und wenn ich noch ein paar Runden fahre, macht es vielleicht auch Spaß. Na, siehst du. Hallo, guten Tag. Mein Auto ist heute abgeschleppt worden. Auf der Kettwiger Straße. KZT 2165. Das ist ein rotes Cabrio mit dem schwarzen Dach. Wie ist Ihre Adresse? Lichtstraße 15. Wie lange haben Sie heute geöffnet? Alles klar. Tschüss. Guten Tag, Herr Berkant. Guten Tag, Herr Klein. Mein Name ist Altun. Berkant ist mein Vorname. Oh, Herr Altun. Das tut mir sehr leid. Das ist doch nicht schlimm. Ich kann mir Namen auch nicht so gut merken. Und ich bin ja auch erst seit 5 Wochen hier in der Firma. Ja, es ist wirklich keine Absicht. Ich war mir erst nicht sicher, welcher Ihr Nachname ist. Ich habe also eine Chance von 50%. Anscheinend habe ich falsch geraten. Das ist doch kein Problem. Ich kenne das bereits. Viele sind von meinem Namen etwas irritiert und entscheiden sich für die falsche Variante. Altun klingt eben für meine deutschen Kollegen eher nach einem Vornamen als Berkant. Da haben Sie vermutlich recht. Woher stammt der Name denn? Ich komme aus der Türkei. Daher sind beides türkische Namen. Ah, ich verstehe. Wie lange sind Sie denn schon in Deutschland? Ich bin in Deutschland geboren, Herr Klein. Und da habe ich auch direkt das nächste Fettnäpfchen erwischt. Anscheinend ist das heute nicht mein Tag. Das ist nicht so tragisch. Mir wird diese Frage oft gestellt. Ich habe mich daran gewöhnt. Entschuldigen Sie. Ich wollte Ihnen... Nein, das macht wirklich nichts. Das war doch eine ganz normale Frage. Machen Sie sich keine Gedanken. Ich bin Ihnen nicht böse. Puh, vielen Dank. Ich muss jetzt los. Ich habe gleich einen Termin mit dem Chef. Alles klar. Bis später und viel Erfolg. Hi, mein Schatz. Hast du mal wieder deinen Schlüssel vergessen? Nö, ich hatte keine Lust, in meiner Tasche zu wühlen. Ist dein Tag nicht gut gelaufen? Nein, ganz im Gegenteil. Ich hatte einen richtig guten Tag. Komm erst mal rein. Ich habe schon Abendessen für uns gekocht. Super. Was gibt es denn? Dein Lieblingsgericht. Kartoffelgratin mit Blumenkohl. Oh, lecker. Da freue ich mich. Das habe ich gehofft. Du, Julia, ich muss dir etwas erzählen. Was denn? Erzähl mal. Ich hatte heute ein langes Gespräch mit dem Chef. Mit Herrn Schreiber? Nein, mit Herrn Klein. Herr Schreiber ist schon in Rente gegangen. Wie schön für ihn. Herr Klein hat mir ein Angebot gemacht. Echt? Worum geht es? Wir bauen doch eine neue Filiale in Norwegen auf. Und jetzt braucht die neue Filiale einen verantwortlichen Projektleiter, der die Abläufe koordiniert und den neuen Mitarbeitern dort die Systemstandards genau erklärt. Okay, und das sollst du übernehmen? Genau. Mein Chef möchte, dass ich für 1 Jahr nach Drammen bei Oslo gehe und alles koordiniere. 1 Jahr? Oh, das ist ganz schön lange. Deswegen wollte ich ja mit dir darüber sprechen. Ich möchte wissen, was du davon hältst. Ich habe meinem Chef gesagt, dass ich das erst mit dir besprechen muss. Er möchte bis nächste Woche eine Antwort von mir haben. Wir hatten eigentlich ein Kind in nächster Zeit geplant und wir wollten ein Haus bauen. Ich weiß,
Aber die Bezahlung ist unglaublich. Ich bekomme das Doppelte von meinem jetzigen Gehalt und Reisekosten noch extra. Dann könnten wir das zusätzliche Geld natürlich super beiseite legen und unsere Pläne um ein Jahr verschieben. Dann sind wir auf jeden Fall finanziell abgesichert. Ja, und dann müssen wir für das Haus auch keinen Kredit aufnehmen. Und die Kinderplanung läuft uns ja nicht weg. Wir sind ja noch jung und haben viel Zeit. Das stimmt schon, aber ich würde so gerne Mutter werden. Das wirst du auch, nur ein Jahr später. Schaffst du es noch so lange zu warten? Ich denke schon. Es ist ja auch eine super Chance für dich. Aber du musst wissen, dass es wirklich aufregend ist, in einem anderen Land zu arbeiten. Und es ist eine Position mit sehr viel Verantwortung. Ich finde, dass du zusagen solltest. Echt? Ich hatte befürchtet, dass du total dagegen bist. Naja, schön finde ich es nicht, ein Jahr lang nicht täglich bei dir zu sein. Aber es hat mehr Vorteile als Nachteile. Die Bezahlung ist gut, es ist ein beruflicher Aufstieg und du kannst dort auch unglaublich viel lernen. Wieso solltest du also nur wegen mir ablehnen? Wir können uns sehr oft sehen. Ein Flug nach Norwegen dauert nicht mal 2 Stunden. Und die Landschaft ist großartig. Du hast recht. Wir machen dann einen wunderschönen Urlaub und schauen uns gemeinsam Norwegen an. Wir sind noch nie in Norwegen gewesen. Es soll dort total toll sein, aber sehr kalt. Ja, das stimmt. Ich möchte aber natürlich das Nordkap sehen und träume schon seit Jahren von der Mitternachtssonne. Ich sehe da eine gute Chance für uns beide. Also sag zu, mein Schatz. Ich stehe voll hinter dir. Danke, dafür liebe ich dich. Wir können uns schon jetzt vorbereiten und die Koffer packen. In Ordnung. Dann haben wir alle wichtigen Punkte besprochen. Hat noch jemand Anmerkungen oder offene Fragen? Dann müssten wir das jetzt klären, denn ich bin den Rest der Woche nicht im Haus. Ja, ich habe noch ein Anliegen. Nächste Woche kann ich das Protokoll für diese Besprechung nicht schreiben, da ich einen Termin habe. Ich muss also vor der Besprechung schon gehen. Wer übernimmt das dann? Gut. Das können Sie ja mit den Kollegen weiter besprechen. Ich muss noch dringend mit dem Lieferanten telefonieren und gehe dann schon mal. Also, ich habe die letzten Male schon das Protokoll übernommen. Mir fehlt einfach die Zeit, die dann am Computer noch zu bearbeiten und an alle Kollegen zu verschicken. Aber die Stichpunkte während der Besprechung würdest du übernehmen, ja? Das wäre kein Problem. Aber die Nachbearbeitung schaffe ich zeitlich einfach nicht. Herr Deter ist schon seit letzter Woche krank und wird auch nächste Woche nicht wiederkommen. Also muss ich seine Arbeit auch noch erledigen. Das verstehe ich. Wer würde denn dann die Reinschrift der Protokollpunkte übernehmen? Ich habe dafür auch keine Zeit. Ich auch nicht. Das ist ja schön, dass alle nicht wollen. Einer muss es aber übernehmen. Sonst frage ich den Chef, dann legt der eben jemanden fest. Was ist denn, wenn das eine der Praktikantinnen übernimmt? Die haben doch genug Zeit. Ach, das ist eine super Idee. Ich bringe das nach der Besprechung zu den Praktikantinnen und die machen das fertig. Super, dann ist das geklärt. Vielen Dank für die gute Idee, Herr Schmidt. Gerne, Frau Meier. Ihr kommt morgen alle zu meiner Geburtstagsfeier, ne? Ja klar, wir werden da sein. Wir würden für gegrilltes Lamm alles tun, das weißt du. Ich bin auch dabei. Morgen? Wir fliegen morgen Abend nach Wien. Was? Ihr fliegt morgen? Aber ich habe euch doch schon vor Wochen eingeladen. Du hast recht, aber ich habe gedacht, Lena hat das erledigt. Nein, sie hat mir darüber nichts gesagt. Es tut mir leid. Du weißt ja, Lena hat Stress mit ihren Eltern und deswegen wohl vergessen, dir Bescheid zu sagen, dass wir ein paar Tage früher fliegen. Könntet ihr den Flug nicht einfach um einen Tag verlegen? Eine Party ohne euch ist doch nur der halbe Spaß. Das geht wirklich nicht. Die Flüge nach Wien sind ausgebucht. Schon seit Wochen. Wenn wir jetzt auch noch umbuchen, würden wir wohl nur noch einen Platz auf den Tragflächen bekommen. Naja. Wann kommt ihr wieder? Geplant ist der Rückflug in 4 Wochen, aber mal sehen. Deutsch lernen durch Hören.